Jahrhundertelang liegt es bereits hier auf dem Grund der Trave in 11 Metern Tiefe. Niemand hatte es bisher entdeckt. Das hier ist eine der ersten Aufnahmen des Wracks. Gefunden hatte es das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt bei einer Routinemessung der Fahrrinne. Doch da konnte noch niemand ahnen, was sich genau dahinter verbirgt. Er ist dem Rätsel auf den Grund gegangen. 8 Monate lang hat Archäologe Fritz Jürgens zusammen mit vielen anderen Forschenden das versunkene Schiff untersucht. Also Wracks hat man natürlich mehrere schon gesehen, aber in diesem Erhaltungszustand und auf dieser Wassertiefe ist es wirklich einmalig. Also gerade noch mit der Ladung, die an Bord ist, das ist so ein Fund, da hofft man immer drauf und dann hat man ihn endlich mal vor sich liegen. Also schon ein einmaliges Erlebnis gewesen, auch für mich persönlich, ja. 13 Mal tauchen er und seine Kolleginnen und Kollegen zum Wrack, fotografieren, filmen, vermessen. Es muss ein Segelschiff gewesen sein. Es war also ein Frachtsegler. Wir haben ja die Ladung an Bord. Wir haben keine Kanonen, also es ist kein Kriegsschiff, es ist ein Handelsschiff gewesen. Dann haben wir die Holzproben zur Datierung weggegeben und das ergab, dass das Schiff also Mitte des 17. Jahrhunderts, also um 1650, erbaut worden ist. Und so könnte es ausgesehen haben, ein typischer Frachtsegler der Hansezeit. Beladen mit mindestens 150 Fässern, von denen heute nur noch der Inhalt übrig ist. Es handelt sich dabei also um Kalk, der hart geworden ist durch den Wasserkontakt und es wird sich dabei um Brandkalk gehandelt haben. Also im Mittelalter, in der frühen Neuzeit hat man Kalk als Baumaterial genutzt. Man hat Kalkstein abgebaut, hat den im Feuer gebrannt, hat ihn danach abgelöscht und damit konnte man also Mörtel herstellen. Also sehr wichtig für die Bauindustrie. Das Schiff wird also irgendwo in Skandinavien losgefahren sein, hat den Kalk da geladen und war auf dem Weg nach Lübeck. Es liegt in der Mitte von der Fahrrinne, was merkwürdig ist. Wir vermuten, dass es gestrandet ist. An dieser Stelle muss man einen ziemlich krassen Richtungswechsel einschlagen. Wenn man das nicht schafft, dann läuft man auf eine Untiefe und kann auch sein, dass das Schiff darauf gelaufen ist, dabei leck geschlagen ist und dann im Nachhinein in der Fahrrinne gesunken ist. Also es ist kein Schatz im Sinne von Gold, sondern einfach nur, man hat da wirklich man kann das Schiff noch vor sich sehen. Man kann sich mir so vorstellen, wie der Händler des 17. Jahrhunderts vielleicht damit gesegelt ist, die Ladung verpackt hat. Also wirklich so ein einmaliger Einblick ins 17. Jahrhundert. Diesen Einblick ins 17. Jahrhundert so lange wie möglich erhalten. Darum geht es jetzt in der Zusammenarbeit zwischen den Forschenden wie Fritz Jürgens und der Hansestadt Lübeck. Abdecken, bergen, konservieren – all das könnte zwar 10 Jahre dauern, aber immer noch besser als gar nichts machen. Denn bleibt das Wrack so, wie es ist, könnte es durch den Muschelbefall irgendwann ganz verschwunden sein.